Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute zeige ich euch als kompetenter Ansprechpartner für Westfalia Kepler auf VW-Bus-Basis und Westfalia Jules Verne auf Mercedes-Basis, wo die Unterschiede zwischen den beiden Fahrzeugen sind. Welcher ist größer, welcher ist kleiner, welcher ist schmaler, welcher ist breiter, wo ist welches Bett wie groß. Wir bauen das Bett im Kepler komplett für euch auf, im Jules Verne natürlich auch. Wir nehmen alle Maße, Durchgänge, Breite, sodass ihr am Ende dieses Videos wissen solltet, welches der richtige Wagen für euch ist. Was mich interessieren würde, und schreibt das doch bitte einfach mal in die Kommentare, welcher Wagen gefällt euch besser? Losgelöst von meinen Argumenten, die in der nächsten halben Stunde auf euch zurollen, ganz subjektiv unten in die Kommentare. Seid ihr eher Westfalia Jules Verne und in der Mercedes-Ecke verhaftet oder seid ihr einfach eher Kepler und in der VW-Ecke verhaftet? Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei allen Details zu den beiden Fahrzeugen und jetzt kriegt ihr erstmal ein paar schöne Eindrücke von den Fahrzeugen, damit ihr wisst, was euch in dem Video erwartet. Viel Spaß! Das sind die ersten Eindrücke, die ihr vom Kepler und vom Jules Verne sehen könnt. Und schon bei dem Blick auf die ersten Bilder seht ihr eben, dass die Grundrisse relativ nah beieinander sind. Vor allem in den Details findet ihr nachher die Unterschiede und da findet ihr dann auch das richtige Fahrzeug für euch. Eins kann ich euch aber eingangs im Prinzip gleich verraten. Es gibt in diesem Test oder Vergleich keinen klaren Gewinner. Es ist einfach eine Art Philosophiefrage. Entweder seid ihr in dem Lager VW-Bus, dann seid ihr auf jeden Fall Kepler One oder ihr seid in dem Lager Mercedes. Dann ist der Jules Verne eure Lösung, weil sie so nah beieinander sind, dass man den ein oder anderen Vor- oder Nachteil, den die verschiedenen Fahrzeuge mit sich bringen, wahrscheinlich ganz locker runterschlucken kann, wenn man eben das Basisfahrzeug des anderen Fahrzeugs haben will. Das merke ich zumindest immer wieder in den Gesprächen mit den Kunden, dass der Weg relativ klar ist. Ihr geht entweder ganz klar in die etwas Pkw-orientierte Richtung. Das ist der Jules Verne. Man sieht ja eigentlich ist der Blick von hier vorne, so wie er steht, schon genau das, was man über die Autos sagen kann. Wir haben auf der linken Seite den Jules Verne, der ist relativ weich in den Formen, der ist total Pkw-mäßig, der nimmt diese gesamte Mercedes-Formsprache auf und versucht so ein bisschen seine Höhe und Länge und alles zu verschleiern und zu verstecken. Macht das, finde ich, auch super elegant. Und daneben habt ihr den Bulli. Der ist halt ganz klassisch der VW-Bus, so wie er immer war. Obwohl die Autos gleich hoch sind, wirkt er, wenn er davor steht, einfach einen ganzen Tick höher. Er wirkt insgesamt massiver und ein bisschen transporteriger. Das ist aber genau das, was die Leute, die den Bulli fahren, auch haben wollen. Und wir sehen nachher ja auch die Sitzpositionen drin. Da unterscheiden sich die Fahrzeuge eben auch. Was man aber ganz toll auch schon von hier vorne sehen kann, ist, dass beide Fahrzeuge sich absolut diesem Fahrkomfort als Pkw verschrieben haben und ihr mit beiden Fahrzeugen einfach diese Hybridlösung habt. Einerseits ein Auto, was man echt super gut im Alltag bewegen kann, wenn ihr wollt mit Abstandsregeltempomat, wenn ihr wollt mit Allrad, mit allem, was das Herz begehrt, aber eben auch ein richtiges Wohnmobil. Wir haben Warmwasser, wir haben eine Toilette, wir haben sogar eine Dusche. All die Dinge sind da drin und das ist halt alles in mega kompakte Fahrzeuge reingesteckt und damit eben ein Kompromiss in allen Ebenen, aber manchmal ist eben ein Kompromiss auch die beste Lösung für alle Bedürfnisse, die man hat. Ja, wenn wir uns den Kepler One so anschauen, sieht man von Anfang an, er steht eben etwas bulliger da, aber er ist vor allem auch einen kleinen Tick länger. Ist 5,30 Meter lang und knapp unter 2 Meter. Im Prospekt steht 1,99,5 Meter hoch. Und das ist einfach ganz klar so, dass er das etwas bulligere Fahrzeug ist.
Übrigens, wenn es schon um den Kepler One geht, wenn wir einen kurzen Blick dort drüber werfen, könnt ihr euch diesen weißen, schicken Kepler One schon mal einprägen. Das ist ein Fahrzeug, wovon ihr noch vielleicht sogar 2 Videos sehen werdet, weil wir den noch massiv umbauen. Der kriegt eine Leistungssteigerung, der kriegt sehr, sehr große Felgen, die wir so noch nirgendwo gehabt haben. Wir polstern um auf schwarzes Leder, machen besonders hohe Anhängelast dran, alles Mögliche. Damit ihr das nicht verpasst, solltet ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren. Also jetzt am besten kurz auf Pause drücken und dann geht ihr unter das Video hier, drückt einmal auf Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft Infos bekommt. Dann wisst ihr nämlich auch, was man noch so alles bei so einem Kepler machen kann. Ja, wenn wir eben zu diesen 5,30 Meter und 2 Meter in der Höhe einmal rübergehen zu dem Jules Verne und uns anschauen, wie der so von den Maßen ist, dann kann man eigentlich da schon, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Dann kann man hier schon sehen, auch von der Seite, ihr habt das in den Proportionen, das ist alles irgendwie ein bisschen weicher, aber der Wagen ist eben auch ein bisschen kürzer. Hier habt ihr einfach 5,14 Meter in der Außenlänge, das heißt, wir haben 16 cm weniger. Das klingt erstmal wenig, das ist ja nicht mal ein halbes DIN A4-Blatt oder ein bisschen mehr als ein halbes DIN A4-Blatt. Aber es ist in wohnmobilen Welten eben schon echt eine Menge. Wenn man dazu dann noch sagt, der Wagen ist auch noch 5 cm schmaler, dann sind das schon ein ganz paar Quadratzentimeter, die fehlen. Und das merkt man eben drin schon. Im Positiven merkt ihr das eben, aber eben auch beim Fahren. Auch der Radstand ist ein kleinen Tick Unterschied. Und da muss ich jetzt tatsächlich, damit ich euch keinen Quatsch erzähle, einmal kurz schummeln. Ich meine 3,20 und 3,14 Meter, aber ich habe mir extra die technischen Daten mitgenommen, damit ich sowas immer genau sagen kann. Wir haben 3,40 Meter beim Kepler One und 3,20 Meter beim Jules Verne. Zum Glück habe ich nachgeguckt und nichts Falsches gesagt. Das heißt auch da 20 cm im Radstand. Wenn man dazu noch sagt, der Mercedes hat ja den Heckantrieb, der VW-Bus hat serienmäßig Frontantrieb, dann wird der Mercedes im Alltag das etwas wendigere, agilere, elegantere Fahrzeug sein, sozusagen im Fahrverhalten, weil kurzer Radstand und Heckantrieb eben für deutlich kleineren Wendekreis spricht als Frontantrieb und etwas längerer Radstand. Also auch da müsst ihr so ein bisschen abwägen, ist der Schwerpunkt eher in dem Kapitel Wohnen, dann ist wahrscheinlich eher der Kepler die Lösung, oder ist der Schwerpunkt eher im Kapitel Fahren, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Jules Verne eure Lösung ist. Beide Fahrzeuge gibt es aber eben auch mit Allradantrieb und dann ist das Antriebskonzept wieder das gleiche. Und wenn ich ehrlich bin, die meisten, ich bin sowieso immer ehrlich, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die meisten Fahrzeuge, die wir verkaufen, beide Allrad haben, also sowohl als Jules Verne als auch als Kepler wir die Allradlösung haben. Auch die Heckansichten beider Fahrzeuge sind im Prinzip nah beieinander und dann im Detail irgendwie doch sehr unterschiedlich. Der VW-Bus ist so, wie der VW-Bus eigentlich seit T5 aussieht. Genau die Aufteilung, was jetzt im neuen Modelljahr schick dazugekommen ist. Wenn ihr vorne LED-Scheinwerfer bestellt, kommen auch hinten ganz moderne Rückleuchten. Ich finde, dass die das Fahrzeug schon nochmal deutlich modernisieren. Aber auch da ist der Vito irgendwie ein bisschen anders von der Formsprache. Ich mache mal beide Klappen auf und dann gucken wir uns das mal an, wie das so aussieht, ob da irgendwie von der Klappengröße Unterschiede sind. Das, was ihr aber auf den ersten Blick seht, ist auf jeden Fall, dass das Konzept exakt das gleiche ist. Das heißt, wir haben bei beiden Fahrzeugen hinten die Toilette drin. Das ist auch in beiden Fahrzeugen die gleiche Toilette. In dem aktuellen Modelljahr haben wir jetzt auch endlich eine Leiter mit dabei, die einen guten Platz mit dabei hat. Und ich hole mir jetzt mal mein Maßband mit dazu, weil jetzt müssen wir eigentlich wirklich ins Detail eintauchen und gucken, wo verschwinden diese 14 cm oder wo spart der Jules Verne gegenüber dem Kepler die 14 cm, die er kürzer ist, mit ein. Sind das Stellen, die euch schmerzen, oder ist das so, wie es ist, genau das Richtige und ihr sagt, cool, dafür habe ich es lieber ein bisschen kürzer und besser zu fahren. Ja, so sieht der Blick in den Jules Verne von hinten aus. Das ist ja das etwas schmalere Fahrzeug und wir wollen jetzt in dem Video mal ein bisschen gucken, wie sehr man das im Innenraum merkt oder ob durch die Form der Karosserie die Unterschiede nachher gar nicht so groß sind. Grundsätzlich ist euch das Konzept von Westfalia und Jules Verne ja bekannt, sonst wärt ihr nicht in dem Video jetzt gelandet. Aber man muss eben noch mal ganz deutlich dazu sagen, kein VW California dieser Welt hat eine fest eingebaute Toilette. Kein Marco Polo dieser Welt hat Warmwasser serienmäßig mit dabei. Ich glaube, man kann es dort nicht mal als Option bestellen. Wir haben also hier beim Kepler und beim Jules Verne, wenn du so willst, komplette Wohnmobile gepresst in die Haut eines kleinen VW-Busses. Dass das einhergeht mit ein bisschen Umbauen beim Betten nutzen und insgesamt weniger Stauraum, ist auch klar. Aber es sind und bleiben
mega kompakte, komplette Fahrzeuge. Damit ihr euch im Detail von allen Einzelheiten nochmal Eindrücke verschaffen könnt, blenden wir euch jetzt einfach nochmal Stück für Stück die Videos ein, die wir zum Kepler und zum Jules Verne gemacht haben. Da haben wir wirklich im Detail, auch im Dunkeln, mal ein Lichtkonzept angeguckt. Da werdet ihr noch viele, viele schöne Sachen sehen, aber heute geht es ja vor allem um die Unterschiede zwischen den beiden Fahrzeugen. Interessant ist ja einmal für die Breite, was wir für Durchgänge haben. Wir haben hier beim Jules Verne 52,6 cm, das merken wir uns gleich mal für den Zeitpunkt, wo wir mit drüber fahren. Und wir haben hier von der Toilettenwand bis zur Kühlschrankwand 51,8 cm, also knapp 52 cm in beide Richtungen. Dazu, wenn man sich das hier anschaut, ist mir eben schon aufgefallen, die Schrankklappe hier öffnet nach innen. Ich weiß nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, ist aber auf jeden Fall anders. Und die Schrankklappe hier ist verhältnismäßig groß. Die erschien mir drüben beim Kepler etwas kleiner. Der Schrank hat einen normalen festen Einlegeboden. Dahinter ist der Frischwassertank bei beiden Fahrzeugen mit drin. Da ist die Möglichkeit, die Außendusche mit anzuschließen und gegenüber habt ihr hier eben den Schrank. Und irgendwo muss ja auch die gesparte Länge herkommen. Da zum Beispiel ist ein großer Unterschied zwischen Kepler und Jules Verne. Hier haben wir einen Schrank mit einer Klappe. Das ist ein normaler großer Kleiderschrank. Unten in der Ecke ist der Gaskasten. Wenn wir rübergehen zum Kepler, das können wir jetzt mal gemeinsam kurz machen, haben wir auf der Seite zwei Schrankklappen. Das heißt, du hast hier einfach etwas mehr Stauraum. Hier ist es so aufgeteilt, wenn du da einmal kurz reinfilmst. Linke Hand haben wir richtig eine Kleiderstange oben mit drin und rechte Hand haben wir feste Einlegeböden. Das ist also ein wirkliches Plus beim Kepler, wo einfach ein Schrank mehr ist. Was ist das Weiße da? Das Weiße hier ist die Abtrennung. Wenn man nachher auf Toilette sitzt, kann man das hier zumachen, damit es wenigstens ein bisschen Privatsphäre ist. Klappe runter, hier ist ein Rollo drin. Das rüberziehen, dann habt ihr auch dort den Blickschutz. So, im Detailvergleich zu dem Kepler ist ja jetzt die Frage, wie das hier vom Abstand ist. Wir haben hier zu dem Schrank 49,3 cm. Das sind also knappe 3 cm weniger Breite auf der Toilette. Das ist wahrscheinlich nicht so relevant. Hier müsste jetzt, weil es das etwas breitere Auto ist, einen kleinen Tick breiter sein als drüben. Nö, hier haben wir 51,4 cm. Also der Abstand von hier nach da ist einen knappen Zentimeter weniger. Also wenn man so will, absolut identisch. Dann denke ich, wird das einfach im Bereich der Schränke hinten mit eingespart, wo das ist. Damit ihr noch mal ein Gefühl dafür bekommt, wir nehmen jetzt mal ganz bewusst hier die kleinere Toilette. Also ich lege mal die Leiter kurz zur Seite. Also, ich kann mich hier hinsetzen, aber macht euch bewusst, wenn ich in einen VW-Bus oder in einen Vito alles mit reinpacke, wird es an einigen Stellen ein bisschen enger. Ganz klar nach vorne, Beinfreiheit habe ich genug. Ich kann aufrecht sitzen, mir kann nicht viel passieren, also ich kann auf jeden Fall nicht vom Klo fallen. Aber es reicht, es ist ehrlicherweise in 5,40 Meter Fiat Ducatus auch nicht viel breiter für mich, da stoße ich auch links und rechts ran. Das funktioniert auf jeden Fall. Und das passt auch noch, wenn die Klappe zu ist? Das passt auf jeden Fall, wenn die Klappe zu ist. Ich komme jetzt nicht ran. Wenn wir das hier zumachen, könnt ihr gleich an der Stelle überprüfen, ob die blickdichten Fenster funktionieren. Das sind nämlich die originalen getönten Scheiben, die da sind. Passt auf jeden Fall. Ich habe hier auf der rechten Seite habe ich noch richtig Raum, wenn ich irgendwo anstoße hier. Das heißt, beim Jules Verne die 3 cm mehr wären wahrscheinlich angenehm. Lebensnotwendig ist das auf keinen Fall. Was mir eben bei geschlossener Klappe noch eingefallen oder aufgefallen ist, ist, dass die Rollo-Lösungen unterschiedlich sind. Hier ist eine Westfalia eigene Verkleidung dran. Da ist, wenn ihr abends das blickdicht machen wollt, verdunkeln oder auf Klo einfach den Blickschutz haben wollt, ist das Rollo in die Klappe eingelassen. Drüben beim Jules Verne ist das ein bisschen anders gelöst. Hier ist eigentlich das gleiche Rollo. Aber hier hat man die Lösung so genommen, dass man bei der originalen Mercedes-Lösung geblieben ist und das dann einfach damit rüberzieht. Also einfach ein aufgesetztes Rollo. Man muss schon sagen, von außen ist es schon ziemlich dunkel. Das ist eine Scheibe. Man kann, wenn es draußen hell und drinnen dunkler ist, quasi gar nicht reinschauen. Also wir halten für unser Fazit am Ende fest. Schrank beim Jules Verne ist etwas kleiner. Durchgang ist erstaunlicherweise sogar einen kleinen Tick breiter.
Toilettenplatz ist sogar minimal größer. Ansonsten sind die Fahrzeuge hinten identisch. Die Toilette ist die gleiche, die Außendusche ist die gleiche, die Bordtechnik ist sowieso die gleiche. Dann lasst uns mal einen Blick reinwerfen und gucken, wo die Zentimeter sonst noch so verschwunden sein könnten. Das, wo am wenigsten Unterschiede zwischen beiden Fahrzeugen sind, ist im Prinzip dieser mittlere Bereich. Wir wollen einmal für die Breite noch mal gucken, was wir hier, falsches Messgerät, für die Breite noch mal schauen, was wir hier quasi auf Durchgangsbreite haben. Hier haben wir 38,2 cm, das müssen wir uns jetzt einfach mal einen Augenblick merken. Von der Aufteilung ist beides gleich. Ihr habt bei beiden Fahrzeugen hier den Kompressorkühlschrank mit drin. Das ist auch der gleiche, das ist ein 50 Liter Kühlschrank. Ihr habt bei beiden Fahrzeugen unter dem Kühlschrank die Schubladen, eine kleine, eine große. Ihr habt bei beiden Fahrzeugen hier im Anschluss entweder ein Hängeabteil, wo ihr nochmal Jacken oder sowas reinhängen könnt, oder wenn ihr das Bett unten baut, regelmäßig die Zusatzmatratzen mit dabei. Und ihr habt bei beiden Fahrzeugen hier oben, mega cool, das Spiegelfach, wo man einfach reingucken kann, auch nochmal ein bisschen Technik oder sonstige Dinge mit verstauen kann. Das heißt, der Block ist eigentlich der gleiche und genauso ist es hier auf der anderen Seite. Ihr habt bei beiden Fahrzeugen einen Zweiflammkocher mit Waschbecken, das ist auch genau der gleiche. Ihr habt hier drunter eine Besteckschublade, beziehungsweise einfach eine breite Schublade, noch eine zweite breite Schublade und unten eine Klappe, weil dahinter eben der Radkasten ist, deswegen ist die nicht so tief. Und das ganze Konzept ist ja so angelegt, dass wir hier vorne den Apothekerauszug haben. Den könnt ihr hier öffnen und habt dann, ich komme noch mal mit euch raus, einmal ganz durchs Auto durch. Auch das müsst ihr mir im Kalifornien erstmal zeigen, hinten einsteigen, vorne rauskommen. Auch da haben wir hier den großen Apothekerauszug, der wahnsinnig viel schluckt, auch auf schön robusten Auszügen mit ist. Die Frage ist ja auch, ob beim Ausstieg hier vorne es irgendwo Unterschiede gibt. Wir gehen mal hier unten. Haben wir 82,3 cm in der Breite von hier bis da. Und da sollten wir jetzt mal rüberhüpfen zu unserem Kepler und schauen, ob es da besser oder schlechter reingeht. So, ich habe hier noch das Maß vom Jules Verne, 82,3. Hier haben wir an selber Stelle gemessen 92,3. Da haben wir doch schon mal einen deutlichen Unterschied. Also der Einstieg in den Kepler ist deutlich größer. Hier ist einfach mehr Raum. Das heißt, die Schiebetür ist ein bisschen breiter. Der Schrank, der drin steht, ist der gleiche. Das ist auch hier vorne ein Apothekerauszug. Ihr habt bei beiden Fahrzeugen die coolen Beleuchtungen mit den schwebenden Möbeln. Da ist wirklich das Video vom Jules Verne, das haben wir im Dunkeln in der Halle gefilmt. Da sieht man, wie geil das ist. Hier tagsüber sieht das ganz nett aus, aber sonst, da ist das richtig cool. Und wenn wir hier reinsteigen, wenn ich mich recht entsinne, haben wir hier drüben 38,2 cm gehabt. Hier haben wir 36 cm. Also es ist tatsächlich etwas schmaler. Also der VW-Bus scheint im Innenraum zugunsten von etwas mehr Raum an den Seiten etwas schmaler zu sein. Oder was natürlich auch sein könnte, ist, dass einfach die Außenspiegel deutlich größer sind und die Fahrzeuge gar nicht so unterschiedlich in der Breite sind, wie der Prospekt das angibt, sondern einfach die Spiegel links und rechts weiter überstehen. Wir gehen gleich nochmal raus und messen, wie breit die Spiegel wirklich sind. Wir brauchen jetzt hier nicht in jedes Fach reinzugucken. Oben ist derselbe Kocher wie eben. Die Schubladen haben dieselbe Tiefe. Das ist nochmal die gleiche. Und auch hier unten haben wir den Radkasten mit dabei. Was hier auch auffällt, ist, im vorderen Bereich ist ein etwas tieferes Fach. Da ist beim Jules Verne das ganz durchgezogen. Hier ist halt der Radkasten. Da ist ein bisschen mehr Stauraum. Gegenüber ist auch alles gleich. Also Schubladen, Kühlschrank und hier oben das Fach. Einfach nur noch mal, um eine Kleinigkeit zu zeigen, weshalb ihr euren Jules Verne oder Kepler nachher bei uns bestellen solltet. So Kleinigkeiten. Zum Beispiel hier oben noch mal eine zusätzliche 230 Volt Steckdose und eine 12 Volt Steckdose oder wahlweise auch USB-Steckdosen. Sowas machen wir euch natürlich sehr gerne in die Fahrzeuge rein, weil erst mit so den Individuallösungen für euch als Besitzer des Fahrzeugs ist es nachher das richtige Fahrzeug und wird wirklich zu eurem Fahrzeug. Von der Stange kaufen kann jeder. Wir können das bisschen mehr. Werbung Ende. So. Dann haben wir das jetzt gesehen. Also, es ist insgesamt ein bisschen enger hier drin, aber ein bisschen länger. Das ist doch schon mal schön. Wir gucken jetzt mal in die Sitzgruppe, weil ich finde, da merkt man den Unterschied in der Länge
am allermeisten. Nachdem uns beim Messen der Breiten drinnen aufgefallen ist, woran könnten die Unterschiede liegen, haben wir ja gesagt, vielleicht liegt es an den Spiegeln. Und deswegen haben wir uns jetzt im Nachgang gesagt, obwohl alles andere schon fertig gefilmt ist, das schneiden wir euch aber einfach irgendwo vorne jetzt nochmal mit rein, wir messen nochmal, wie viele Spiegel sind. Vielleicht hilft das aufzuklären, wo die Breite herkommt. Wir haben hier beim VW-Bus, ich nehme es wirklich von der Scheibe zum breitesten Punkt, hier 28 cm Abstand. Wir haben beim Mercedes hier, ja, bringt uns extrem nach vorne, 27 cm Abstand. Das ist auch nicht die Erklärung. Also auf dem Papier ist der 5 cm schmaler als der Kollege. In den Spiegeln ist das aber nur 1 cm. Das heißt, effektiv muss der VW-Bus drin 3 bis 4 cm mehr Breite haben. Gefühlt stimmt das ja, oder mit dem subjektiven Gefühl stimmt das ja auch durchaus überein. Ich sitze jetzt hier im Kepler One und man sieht im Prinzip, Chris ist schon eine ganze Ecke weg von mir und selten war unser Referenzmaß B-Säule zur zwar nicht vorhandenen Nasszellenwand, aber zur Wand hier sinnvoller als heute, um nämlich den genauen Vergleich zu schaffen. Wir haben, so lang kann ich hier gar nicht messen, das zum Beispiel ist auch echt eine Erkenntnis in diesen Fahrzeugen. Wir haben hier 1,50 Meter bis zu der Wand und auf Tischhöhe messen wir es ja auch immer noch mal, das kann ich. Da haben wir 1,34 bis zur Rücklehne, 1,50 und 1,34. Wenn ihr euch das mal gebt, wenn ihr ab und zu auch die anderen Videos guckt, die wir machen, da ist ja wirklich in einem normalen Ducato 6 Meter oder auch 6,36 Meter lang, haben wir selten mehr als 1,15 Meter. Also obwohl es ein sehr kleines Fahrzeug ist, habt ihr hier eine super großzügige Sitzgruppe mit drin. Was ich total schön finde, ist einfach diese L-Sitzbank, wo man mal ein Bein hochlegen kann. Das, was ihr hier seht, ist übrigens der Polsterstoff Montana. Das ist so eine Art Kunstleder, Lederimitat. Drüben in dem Jules Verne, den wir uns gleich angucken, haben wir Arizona. Das ist eine ganze Ecke heller. Wir haben eine ganze Zeit lang immer gesagt, den Jules Verne, das ist keine echte Alternative, weil es beim Jules Verne kein Fenster auf der Beifahrerseite gab. Das kann man jetzt inzwischen bestellen, da müsst ihr unbedingt dran denken. Beim VW-Bus aber natürlich auch. Ups, man muss aber auch richtig festhalten. So, und da habt ihr hier die originalen VW-Schiebefenster. Das vielleicht ist auch so ein bisschen Vor- und Nachteil dieses ganzen Konzepts. Wir haben keine klassischen Reisemobilfenster. Das ist im Positiven gesprochen echtes Glas, am Werk aus mit getönt. Spülmaschinenfest wollte ich gerade sagen. Wie heißt es? Waschanlagen geeignet, also dass man da sich keine Gedanken drüber machen muss wie bei den großen Autos. Aber es hat natürlich im Umkehrschluss auch den Nachteil, dass es keine Thermoverglasung ist, sondern einfach eine Einfachverglasung. Das ist aber bei beiden Fahrzeugen genau das Gleiche. Ein ganz entscheidender Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen ist, dass der Kepler von innen immer so aussieht wie hier. Den Jules Verne könnt ihr dort mit einer Schiebetür bestellen, dann hättet ihr wirklich 2 Schiebetüren. Im Alltag vielleicht verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, aber eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich baue hier auf der Seite nochmal ein Vorzelt an und mache mir das damit größer. Ja, wir werden ja immer gefragt, und wo sind jetzt die Preise im Unterschied? Ich habe mir das Leben jetzt mal ganz einfach gemacht und ich habe mir einfach einen Jules Verne und einen Kepler konfiguriert, um so eine, ich sag mal, gesunde Standardausstattung zusammenzustellen, so dass die Fahrzeuge möglichst vergleichbar sind, weil die Fahrzeuge, die wir in den Videos vorstellen, ja dann doch immer individuellste Kundenwünsche sind. Grundsätzlich, ich habe bei beiden Fahrzeugen mich entschieden für den zweitgrößten Motor, das heißt beim VW-Bus haben wir 150 PS, beim Mercedes haben wir 163 PS, beide mit Automatik, wobei das zum Beispiel auch ein echter Unterschied im Fahren ist. Beim Mercedes haben wir eine 9G-Tronic, also eine 9-Gang-Automatik. Beim VW-Bus haben wir ein DSG, also ein Direktschaltgetriebe, keine Wandlerautomatik. Sind also eben auch ein bisschen unterschiedliche Konzepte. Beide habe ich mit Allrad konfiguriert in weiß, weil wir das viel haben. Die typischen Assistenzsysteme, also Abstandsregel, Tempomat, Parkpiepser vorne, hinten, Rückfahrkamera, all sowas mit reingenommen. LED-Scheinwerfer, beide mit Navigationssystem, Multifunktionslenkrad, getönten Scheiben und solchen Dingen ausgestattet. Wenn man das macht, kommt am Ende eine kleine Differenz bei raus. Und zwar ist im Grundpreis witzigerweise der Kepler One mit 61.590 €. Das ist der 150 PS Automatik Grundpreis im Modelljahr 21. Ist er 500 € teurer als der Jules Verne mit 61.090 €. Aber wenn man dann versucht, möglichst fair auszustatten, dann haben wir am Ende beim Kepler One 77.500 € ungefähr, beim Jules Verne 81.500 € ungefähr. Das heißt, ihr habt
grob 4.000 Euro Preisdifferenz, die der Kepler günstiger ist als der Jules Verne. Ist das gerechtfertigt? Keine Ahnung. Die Fahrzeuge sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Das, was ich eingangs gesagt habe, ihr müsst euch reinsetzen und rausfinden, wo ihr am besten drin sitzt. Und dann sind es eben solche Dinge, ihr könnt zum Beispiel beim Jules Verne, wie gerade gesagt, die Schiebetür mitbestellen. Dafür könnt ihr aber zum Beispiel beim Kepler, das gucken wir uns gleich vorne nochmal genau an, ein Digital-Cockpit mitbestellen. Also es gibt dann eben auch einzelne Dinge, so ein Digital-Tacho kriege ich im Vito momentan nicht. Ja, interessant ist, wenn wir hier die Preise wissen, ja auch, wie sich die Größenordnung der Sitzgruppe im Alltag auswirkt. Und das ist so ein Thema, die Frage ist ja schon, wie ist euer Konzept ausgelegt? Schlaft ihr öfter unten, schlaft ihr öfter oben und was ist der Ansatz dort? Hier ist es zum Beispiel so, dass man, denke ich, beim Kepler mit dem etwas größeren Maß, was wir hier haben, ein etwas größeres Bett haben wird. Und das sollten wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Und dafür baue ich euch jetzt einfach mal eben schnell das Bett hier auf. Das fragt sowieso jemand in den Kommentaren hinterher später. Deswegen haben wir gedacht, diesmal machen wir das gleich freiwillig ins Video mit rein. Also wir bauen uns jetzt mal das Bett auf und messen hinterher mal, wie viel Liegefläche wir hier im Kepler wirklich haben. Für Puzzle-Profis und für Leute, die das schon ein-, zwei Mal gemacht haben, sicherlich kein Problem. Gerade für die ersten 2-, 3 Male empfehle ich euch, das ist übrigens sowieso ein ganz interessantes Infoblatt. Das ist in der Bedienungsanleitung mit drin. Da ist nochmal genau eingezeichnet, wo sich welche Dinge befinden. Und da ist auf der Rückseite auch eine kurze Aufbauanleitung für das Bett. Die nehme ich ehrlicherweise auch immer nochmal mit zur Hand. Steht ganz klar 1, 2, 3, 4, 5 und in 5 Schritten bist du fertig mit Bettenbau. Schritt 1 ist Ausgangsbasis, so wie wir es hier haben. Wir haben normale Sitzgruppe, alles aufgebaut, Sitze in Fahrerhaussituation. Schritt 2 ist, wir nehmen alle Polster weg, drehen Fahrer-Beifahrersitz um. Und dann haben wir die beiden kleinen grauen Dinge, die wir an ganz bestimmte Positionen stellen. Wir fangen mal, damit wir möglichst viel Platz zum Bewegen haben, damit an, die Sitze zu drehen. Und zwar drehen wir sie wirklich 180 Grad. Beim Beifahrersitz ist das wie immer mega easy, da ist gar nichts im Weg. Beim Fahrersitz muss man da schon sehr viel mehr gucken, weil wir mit dem Lenkrad, mit einem anderen, ich will nur mal kurz gucken, das Lenkrad möglichst weit nach hinten, damit ich mir das Leben leichter mache. Dann drehe ich mir immer die Lehne relativ steil bzw. sogar ein bisschen nach vorne gekippt. Und dann müssen wir mal schauen, reicht das schon? Armlehne runter. Ja, das reicht schon. Guck mal, wenn man es oft genug macht, sieht es irgendwann aus, als wenn es ganz einfach ist. Aber man muss halt genau den Punkt treffen. Und dann machen wir uns hier mal ein bisschen Platz und den Sitz nach hinten. So, dann haben wir auch das schon mal gemacht. Dann komme ich wieder rüber. Das kann man auch alles drin machen. Ich finde es persönlich etwas leichter, wenn man es einfach von draußen macht. Den Tisch brauchen wir gleich zum Bettenbau. Aber wir stellen ihn erstmal hier zur Seite, dass ich euch den Rest gut zeigen kann. Polster lege ich erstmal einfach nur zur Seite. Darauf achten, dass die Bretter dort bleiben. So, dann haben wir nämlich 2 von diesen kleinen verschiebbaren Äumeln. Und zwar nehmt ihr der Deckel passt so rein, nehmt den raus, dreht den 90 Grad und den zweiten, da gucke ich jetzt mal kurz auf meinen Zettel, lassen wir drin und nehmen den und schieben den hier einfach mit dazwischen. Das Tischbein brauchen wir gleich nicht mehr. Das war Schritt Nummer 2. Jetzt kommt Schritt Nummer 3. Tisch wieder zur Seite. Da hat man dann wahrscheinlich sehr schnell seine Routinepunkte. Hier die Schublade aufmachen. Stütze rausklappen. Festschrauben. Damit hier eine gute Unterstützung ist. Und das Brett sollte dann nicht da drin liegen, sondern hier oben drauf. Schritt 4. Achso. Nehmen wir hier nochmal zur Seite. Schritt 4 ist den Tisch nehmen. Hier habt ihr so Klettflächen links und rechts.
Die passen da genau auf die Klettflächen an den Bänken. Und hier kommt wieder unser Tisch hin. So haben wir den nämlich auf allen Seiten richtig schön aufgelegt. Und jetzt als letztes holen wir uns die Kissen aus dem kleinen Schrank zwischen Kühlschrank und Sitzbank und legen die drauf. Und dann sollten wir gleich ein schönes Bett haben. Ja, und so sieht das Bett im Kepler One dann aufgebaut aus. Das ist auf jeden Fall komfortabler, als ich gedacht habe, ehrlicherweise. Ich kann mir richtig gut vorstellen, hier auch mal ein paar Nächte drauf zu schlafen oder auch einen ganzen Urlaub drauf zu verbringen. Ob ich das jetzt ganz offiziell als Doppelbett deklarieren würde, weiß ich nicht genau. Aber wir gucken einfach mal. Wir haben hier Matratzenbreite 1,16. Ich glaube, in Kalifornien hat man unten auch nicht mehr Raum. Und theoretisch kann man das Ganze ja von der Wand sogar noch ein bisschen abrücken. Jetzt haben wir hier die Matratze ist 1,20 von der Wand weg. Vielleicht kann man sich da sogar noch 1-2 Zentimeter mit hinschummeln. Die Länge ist natürlich schon viel interessanter. Mal abgesehen davon, dass man natürlich diagonal liegen kann. Wir haben hier 1,75 bis zu der Lehne dort. Aber auch hier habt ihr ja noch ein bisschen, noch ein bisschen Stellschrauben, weil ich ja hier das alles wegnehmen kann. Und wenn ich das Polster noch wegnehme, habe ich wirklich in der Mitte bis da hinten 1,94, wo die Füße noch drauf liegen können. Und nach hinten, wir sind ja hier Verkäufer, guck mal, bis zum Schaltknopf 2,20 Meter könnt ihr ausgestreckt sein, aber nur für einen Fuß. Der andere muss kürzer sein. Also für einbeinige, sehr große Menschen kann man in der Mitte hervorragend liegen. Und für alle anderen, glaube ich, passt das auch, weil ehrlich, ja, die Diagonale, wenn ich hier alleine schlafe, guck mal, hast du hier ganz entspannte 1,90, 1,95, dann bist du irgendwo da. Das passt schon. Ich glaube, wenn man sowas regelmäßig und dauerhaft als Bett unten benutzen will, ist es sicher angebracht, das ist falsch rum, ist es sicher angebracht, einen Topper mit drin zu haben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so hier lege ich mich aufs Bett. Ich schnappe mir mal meinen kleinen Vorhang hier auf beiden Seiten. Ziehe mir das hier richtig schön kuschelig zu. Und jetzt müsst ihr einfach euch mal überlegen, guck mal, das sind Magneten. Ach, da braucht man nicht mal richtig knöpfen, das ist ja praktisch. Guck mal, in jedem Video mit euch lerne ich noch eine Kleinigkeit. Die ungemütliche Lampe machen wir aus. Jetzt haben wir die schwebenden Möbel unten, die alle schön beleuchtet sind. Jetzt haben wir die kleinen Spots hier. Und jetzt kuschel ich mich hier aufs Bett und kann da dem rauschenden Meer draußen zuschauen. Das, glaube ich, ist schon eine richtig schöne Lösung. Und ihr dürft einfach nicht vergessen, wie groß das Auto von außen ist. Und dafür ist es ein tolles Bett. Wir ziehen jetzt mal rüber in Jules Verne und gucken uns an, ob das Bett da von den Maßen mithalten kann. Also, wir merken uns knapp 1,20 Breite und echte Länge als relevanter Punkt hier wirklich bis zur Lehne vom Fahrersitz. Dann haben wir gleich einen guten Referenzpunkt, 1,80. Ich bin gespannt, ob der Jules Verne da mithalten kann oder nicht. So, man braucht kein großer Messer- oder Gefühlsmensch zu sein, um zu erkennen, dass ich deutlich dichter an Chris jetzt da sitze, aber eben auch deutlich dichter an den Sitzen vorne. Aber wir wollen natürlich harte Fakten. Ups. Wir haben hier oben 1,18 Meter, also das sind zu 1,50 Meter eben 32 Zentimeter. Und auch ungefähr auf Tischhöhe haben wir 1 Meter. Das heißt, wir haben hier wirklich eine quasi normale Sitzgruppe, wie wir sie in den großen Autos auch haben, und in dem Kepler drüben das deutlich größer. Wie eben im Kepler schon gesagt, ist ganz wichtig, dass ihr das Schiebefenster hier mitbestellt. Das ist beim Jules Verne nicht serienmäßig, aber so kriegt man es hier richtig schön groß auf. Beide Fahrzeuge haben übrigens, anders als in vielen anderen Fahrzeugen, nicht irgendwelche Faltrollos oder sonstiges, sondern wir haben hier echte Vorhänge. Das ist beim Kepler drüben genau das gleiche. Die hier in der Mitte. Für romantische Stunden zu zweit im Separé kann man sich das hier wunderbar schließen. Das ist auch mit den Magneten echt ganz charmant gelöst. Und dann kann man das hier vorne einfach wieder mit den Schnellverschlüssen zumachen. So, wenn wir schon wissen, wie der Vorhang funktioniert, um sich das hier nachts schön zu machen, müssen wir natürlich auch wissen, ob wir das Bett groß genug für zwei machen können oder ob man hier alleine liegen muss. Und dafür baue ich euch jetzt einfach mal das Bett auf. Ja, und so sieht das Bett aufgebaut im Jules Verne aus. Wir nehmen mal die Breite. Wir haben hier 1,17, wobei ähnlich wie beim Kepler könnte man hier noch eine Ecke rausrutschen. Das heißt, hier wäre 1,20, der Tisch unterstützt das sogar noch ein bisschen weiter. Und wir haben in der Länge, damit wir es fair mit dem Kepler vergleichen,
haben wir 1,60 bis da hinten ungefähr als echte Liegelänge, aber auch hier eben so ein bisschen die diagonale Lösung. Da muss ich sogar noch mal ein bisschen länger machen. Wenn wir es hier diagonal messen, haben wir ungefähr 1,80, 1,90. Insgesamt ist das Bett hier unten halt schon, das muss man ganz klar sagen, es ist eine ganze Ecke kürzer. Hier ist es wirklich in meinen Augen ein Einzelbett. Zu zweit muss man da schon echt schlechtes Wetter haben oder sich richtig, richtig gern mögen. Aber die Idee ist ja auch, absolut oben zu schlafen. Und wer zu zweit in so einem kleinen Auto fährt, der mag sich richtig, richtig gern. Also wir blenden euch jetzt einfach hier nochmal, ich würde mal sagen, da blenden wir euch jetzt, weil ich habe gerade das Maß nicht mehr ganz im Kopf, das Maß vom Kepler-Bett ein. Und hier als Vergleichsmaß haben wir 1,18 mal 1,58. Das heißt, der Kepler wird das größere Bett haben in der größeren Sitzgruppe. Beide sind als Notbetten oder Betten für eine Person unten aber absolut geeignet. Und bei beiden muss euch klar sein, dass das 5 Minuten dauert, bevor das Bett gebaut ist. Der Vorteil, wenn das Bett gebaut ist, gegenüber Marco Polo und California ist aber, dass ihr immer noch an den Kühlschrank kommt, dass ihr immer noch kochen könnt, dass ihr immer noch auf Toilette gehen könnt, dass ihr immer noch entspannt nach oben einsteigen könnt. Und auch wenn jetzt oben jemand schläft und unten jemand schläft, kann der von oben jetzt wunderbar hinten raus und auch hinten einfach aussteigen. Und unten kann man liegen bleiben. Baut ihr bei California oder Marco Polo das Bett komplett auf, ist der Raum einfach stillgelegt. Und insgesamt ist es hier eben, glaube ich, selten der Ansatz, dass man sagt, das ist ein vollwertiges Doppelbett, das wir ausschließlich nutzen, sondern in der Regel schlaft ihr eher oben und das hier ist die Sturm- oder Krankheitslösung. Und wie gut ihr da oben schlaft, da vergleichen wir jetzt auch einfach beide Fahrzeuge nochmal und gucken uns nochmal die genauen Maße der Matratzen oben an. Das Bett hier oben, jetzt sind wir gerade wieder oder immer noch im Jules Verne, ist natürlich deutlich komfortabler als unten. Ihr habt ein punktelastisches Lattenrost, ihr habt zwar eine relativ dünne, aber durch das Lattenrost eben doch komfortable Matratze und es ist immer eine feste durchgehende Liegefläche. Interessant für uns ist ja vor allem die Frage, wie viel größer oder kleiner ist das Ganze als beim Kepler. Wir nehmen jetzt einfach mal vom Lattenrostbeginn bis da hinten zum Balk, wo der rote Punkt ist, haben wir 1,95 Meter und in der Breite, damit wir es, also einmal machen wir nur die Matratze. Na, das war nicht, nochmal. Da haben wir 1,12 und Faltenbalk haben wir 1,23 knapp. Das heißt, es ist auch ein kompaktes Bett, aber das ist ein typisches VW-Bus-Bett. Was mich nochmal interessiert, das will ich auch nochmal kurz messen. Du meinst Mercedes-Bett? Ja, natürlich. Ich meine VW-Bus und Mercedes-Bett natürlich. Nein, das ist einfach ein kompaktes Bett, so wie es in den Fahrzeugen mit Aufstelldach üblich ist. Was euch vielleicht auffällt, ist, dass Chris aus einer ganz komischen Perspektive filmt, weil wir nämlich durch das Dach oben gucken können. Und das ist total cool, weil ihr einmal die Verdunklung habt und dieses Folienfenster mit drin. Normalerweise kenne ich das bei den anderen Fahrzeugen so, dass man zwar das Fenster aufmachen kann, aber eben nicht Luft reinlassen kann. Und hier könnt ihr wirklich komplett frei aufmachen. Und das geht bei denen an der Seite auch. Also auch da, wo wir Fliegengitter an der Seite haben, könnt ihr auch das Fliegengitter komplett wegmachen. So, in der Höhe, 2 Maße nehmen wir hier noch. Also wir merken uns 1,23 mal 1. Oh Mann, so. Ja, 1,23 mal 1,95, ne? Ja, 1,23 mal 1,95. In der Höhe hier an der vorderen Kante, dann haben wir das auch gleich. Das müsste aber das gleiche Dach sein, 80 cm. Und Durchstiegsbreite, das finde ich auch noch ganz spannend, 45 cm zwischen der hinteren Mercedes-Kante und der Lattenrostkante. So, und mit den Daten, alles abgespeichert, gehen wir jetzt rüber in den Kepler und gucken, wie es da ist. Auf Wiedersehen. Mein Gefühl hat mich zwar schon 1-2 Mal getrügt, aber ich würde denken, hier ist es einen kleinen Tick breiter. Wir schauen mal. Der Einstieg nach oben ist 43 cm. Schon wieder knapp daneben. Also hier ist etwas schmaler. Mal gucken. Matratzenmaß nach hinten. Da bis zum Grauen haben wir 1,97,5. Also das sind 2,5 cm mehr als im Jules Verne. Und in der Breite hier, die haben wir 1,23. Ja, das ist jetzt keine feste. Im Prinzip sind die gleich breit. Also hier haben wir auch 1,23,6 habe ich jetzt gemessen. Das ist 1 Zentimeter mehr als drüben. Das kann aber auch einfach einer Windböe geschuldet sein. Die Matratze selber
haben wir 1,11 Meter auch, also das ist auch genau das gleiche. Und hier vorne nach oben haben wir auch 80 cm. Also die Maße hier oben sind exakt die gleichen. Und ich will dem Fazit noch nicht vorgreifen, aber ich denke, am Ende entscheidet sich wirklich, ob ihr einen Mercedes oder einen VW wollt. Und wo die Vorteile oder Nachteile sind, das erlebt man ja vor allem im Fahrwerk oder im Fahrgestell. Und deswegen gucken wir uns jetzt beide Cockpits nochmal ganz genau an. Vielleicht hilft euch das bei der Entscheidung, ob ihr lieber einen Jules Verne oder lieber einen Kepler One haben wollt. Das ist der Chauffeurplatz im Kepler One. Für mich ehrlicherweise keine große Überraschung. Seit meinem ersten Auto fahre ich VW-Bus, T4, T5, T6 und jetzt parallel noch ein T3. Das heißt, ich fühle mich hier einfach wohl und zu Hause. Deswegen ist das auch durchaus ein subjektiv geprägtes Ding jetzt. Was ich ganz klar sagen muss im Vergleich zu meinem Auto, das ist ein bisschen älteres Auto, ist das mit dem Digital-Tacho und dem Gerät hier in der Mitte einfach schon eine echte Nähe zum PKW. Was ich besonders cool finde, ist, dass man die Navigation hier im Cockpit in dem Digital-Tacho einblenden kann und das wirklich auch als Breitbildmonitor dort haben kann. Ich kann da alle Funktionen, ich kann Radio, Telefon, Fahrzeugstatus, Fahrdaten, Assistenzsysteme mit allen möglichen Dingen mir angucken. Das finde ich wirklich cool, aber die Navigation ist das, was wirklich für mich der Sinn des digitalen Tachos ist. Ob man es jetzt zwingend da braucht oder einfach eine gute Sprachausgabe und ein schöner Monitor in der Mitte auch ausreicht, weiß ich nicht genau. Von der Sitzposition, subjektiv sage ich, im VW-Bus sitzt man gefühlt einen Tick höher und man sitzt gefühlt transportermäßiger. So das, was wir vorhin draußen schon gesagt haben. Es ist alles ein bisschen rauer, hier ist durchaus noch ein bisschen Transporterplastik. Was ich ein bisschen schöner drüben finde, das weiß ich jetzt schon, ist, dass wir hier einen klassischen Schaltknauf haben. Wir sehen gleich drüben, Mercedes löst das über so einen Hebel hier an der Seite. Aber ich sitze einfach sehr gut. Ich kann das Lenkrad in alle Richtungen verstellen. Ich kann mit dem Sitz für kleine Leute genauso wie für große Leute gut sitzen. Ich habe nach hinten viel Raum. Und ich finde, seit es dieses 6.1er Facelift beim T6 gegeben hat, dass das alles so ein bisschen dem Fahrer zugewandt ist, gefällt mir persönlich sehr gut. Rückfahrkamera, Parkpiepser, ich habe hier alles, was ich will. Ich fühle mich hier heimisch. Es ist irgendwie nicht extrem neu, außer dass das Logo jetzt minimal anders aussieht. Aber es ist halt einfach so, wie das gehört. Und alles hat seinen Platz da, wo es ist und wo ich es gewohnt bin. Von den Fahrleistungen kann ich es nicht genau sagen. Beide Fahrzeuge klingen für mich ähnlich. Ich habe sie beide nicht im Detail ausgefahren, aber es liegt dann auch, ich glaube, beide Fahrzeuge können mehr, als die meisten von uns ihnen überhaupt abverlangen wollen. Wir haben beide Fahrzeuge mit Leder-Multifunktionslenkrad hier stehen. Das ist was ihr unbedingt mit dazu nehmen solltet, weil Navigation, Digital, Cockpit, Lederlenkrad, das holt den Kepler in die Pkw-Welt. Ansonsten hätten wir hier halt wirklich einen relativ rauen Transporter und so kaschiert der ganz viel davon sehr, sehr gut und ist ein super cooles, schönes Auto und mir gefällt das so ganz gut. Ich versuche mir jetzt mal meine Sitzposition zu merken und genau mit dem Eindruck gehen wir jetzt noch mal rüber zum Jules Verne. Tja, Mercedes-Cockpit, auch schön. Was mir auffällt, hier die Linie ist deutlich niedriger. Das heißt, einerseits kann ich nach dahin besser runter gucken, bin aber auch nicht ganz so geschützt. Vielleicht ist das sogar was einem dieses Bully-Feeling so ein bisschen mehr gibt oder uns hier mehr in die Pkw-Welt holt. Ich finde definitiv das Lenkrad irgendwie hübscher. Das mag ich lieber leiden. Wobei das natürlich auch einfach ist, weil jetzt hier ein bisschen weniger Funktionsknöpfe drin sind und ich finde weniger Knöpfe meist sowieso ein Tick schöner. Was etwas anders ist, dafür brauche ich von Chris den Schlüssel bitte für dieses Fahrzeug. Aber klar. Vielen Dank. Wir haben einen klassischen Tacho in der Mitte mit allen Vor- und Nachteilen. Ich finde, dass er so sehr, sehr gut ablesbar ist. Aber wir haben halt als digitales Display das hier in der Mitte. Jetzt hat der Wagen keine fest eingebaute Navigation, deswegen ist das ein bisschen unfairer Vergleich. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen klassischeres Pkw-Cockpit, so wie man das kennt. Was für mich ein Riesenplus am Mercedes ist, dass wir den oder den Gangwählhebel hier an der Seite haben und wirklich nur noch durch rückwärts, vorwärts oder zurück auf Parken hier oben haben. Und damit hast du hier in der Mitte halt einfach überhaupt nichts mehr im Weg. Und gerade wenn man so lange Beine hat wie ich, beim VW-Bus muss ich mich hier immer, da ist ja hier der Schaltknopf, muss ich mich immer hier dran vorbeiquetschen.
Verstellbarkeit des Lenkrads ist sehr ähnlich. Das heißt, wir können auch rein, raus, rauf, runter. Und das ist definitiv auch ein Auto, wo jeder eine gute Sitzposition für sich findet. Ich glaube, dass kleine Menschen hier fast noch einen Tick besser drin sitzen, weil es irgendwie gefühlt ein bisschen mehr Variabilität im Lenkrad ist. Von der Sitzposition ist es relativ ähnlich. Nach vorne finde ich es minimal unübersichtlicher als drüben. Aber dafür habt ihr dann ja Parksensoren oder sonstiges. Das passt auf jeden Fall. Und was mir auffällt ist, beim Jules Verne haben wir hier eine Armlehne und auf der anderen Seite die andere Armlehne in der Tür. Beim Kepler haben wir Armlehnen links und rechts. Aber ihr merkt schon, ich suche quasi das Haar in der Suppe. Ich versuche euch irgendwie Argumente zu geben, wofür man sich oder wogegen man sich entscheiden könnte. Am Ende sind beide Fahrzeuge super ähnlich beisammen. Und da sollten wir jetzt nochmal ein gemeinsames Fazit ziehen und uns überlegen, was die wichtigen Punkte für euch sein können. Wie kann ein Fazit von Fahrzeugen ausfallen, die eigentlich sehr nah beieinander sind? Das, was ich eingangs gesagt habe, finde ich, trifft einfach zu. Es gibt keinen klaren Gewinner und keinen klaren Verlierer in diesem Vergleich, weil die Fahrzeuge einerseits zu ähnlich sind und andererseits zu unterschiedlich sind. Wir haben auf der einen Seite eben den Mercedes, der hat, und nein, wir fangen das andersrum an. Wir müssen bei beiden Fahrzeugen sagen, die haben mega fette Pluspunkte. Wir haben in beiden eine Toilette. Pluspunkt da, Pluspunkt da. Wir haben in beiden Warmwasser. Pluspunkt beim Jules Verne, genauso Pluspunkt beim Kepler. Wir haben die Möglichkeit, zu 4 zu schlafen. Dicker Pluspunkt da, kleinerer Pluspunkt da drüben, weil das Bett unten ein bisschen kleiner ist. Wir haben einfach Konzepte vom Grundriss, die es so kaum ein zweites Mal auf dem Markt gibt, wo Westfalia wirklich eine absolute Alleinstellung hat. Wo findet ihr die Unterschiede? Weil am Ende muss man es ja irgendwie haarspalterisch klar machen, wo der Unterschied zwischen den Fahrzeugen ist. Wir können einerseits sagen, der Jules Verne ist etwas teurer, ausstattungsbereinigt würde ich sagen zwischen 3.000 und 5.000 Euro, je nachdem was euch wichtig ist. Bei unserer Modellrechnung vorhin hatten wir ja ziemlich genau 4.000 Euro. Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, wenn ihr euch für einen der beiden entscheidet, sind das beides hochwertige und dementsprechend auch hochpreisige Fahrzeuge. Wir reden über Fahrzeuge zwischen 75.000 und 85.000 Euro. Da will ich keinem zu nahe treten, aber da werden 4.000 Euro nicht die Differenz sein, an der ihr das ausmacht, sondern wenn ihr sagt, ich mag den Mercedes, dann werdet ihr trotzdem die 4.000 Euro mehr dafür in Kauf nehmen, weil er dafür andere Punkte für euch mehr hat. Was ich beim Jules Verne noch ganz klar sehe, ist, wenn man sich nicht für Allradantrieb entscheidet, ist der Heckantrieb sicherlich ein sehr guter Punkt, der für den Mercedes spricht. Da ist der VW-Bus Frontantrieb ein super schöner Antrieb, aber da fahre ich persönlich gerne Heckantrieb, gerade im Winter. Was man ganz klar sagen muss, im Alltag 5,14 Meter Außenlänge. Der Jules Verne ist das kürzere, das wendigere und das etwas kompaktere Fahrzeug einfach. Aber genau das ist eben auch das, was wir auf der positiven Seite beim Kepler hinschreiben müssen. Mit 5,30 Meter Länge ist er eben das bessere Wohnmobil. Er hat vorne das größere Bett, er hat hinten den größeren Schrank. Er hat insgesamt, wenn man drin ist, gefühlt ein bisschen mehr Raum. Wobei das ja auch wieder witzig ist, weil der Jules Verne, obwohl er das schmalere Auto ist, ja sogar etwas breitere Durchgänge hat. Insgesamt sind sie beide nah beieinander. Nehmt euch nochmal einen Eindruck von den Nasen. Vielleicht hilft euch das. Bringt der Mercedes-Stern einen gewissen Prestigefaktor für euch mit oder sagt ihr, nee, für mich ist der Prestigefaktor auf der VW-Seite? Ich weiß es nicht genau. Wofür würde ich persönlich mich entscheiden? Das ist eine gemeine Frage. In meinem Kopf ist die VW-Welt leider sehr verankert. Für mich ist es wahrscheinlich der Kepler, wenn ich mich für ein Fahrzeug entscheiden müsste, weil ich schon immer im VW-Bus sitze, weil ich glaube, mein Vater oder meine Mutter hat das mal gesagt, im VW-Bus gezeugt, geboren und aufgewachsen. Das ist halt einfach in der Familie irgendwie verankert. Nichtsdestotrotz finde ich das ein tolles Auto und bin gespannt, wofür ihr euch entscheidet. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was jetzt nach den ganzen Eindrücken für euch das richtige Fahrzeug ist. Ich hoffe, wir konnten euch bei der Entscheidung zwischen Westfalia Jules Verne und Westfalia Kepler ein bisschen helfen oder vielleicht das ein oder andere Argument mehr geben. Aber von all den Argumenten lasst euch davon nicht durcheinander bringen. Am Ende ist das eine Entscheidung hier aus dem Herzen und ihr werdet es sehen. Und wenn ihr sagt, ich finde den Jules Verne schöner, ist das euer Auto. Und wenn ihr sagt, ich finde den Kepler schöner, ist das euer Auto. So einfach kann man es am Ende auch alles zusammenbringen. Es geht am Ende nur um persönlichen Geschmack, um das, was ihr mögt, das, was ihr wollt und was ihr haben wollt. Und es spielt keine Rolle, ob irgendein Markus Günther oder jemand anders sagt, die Argumente würden aber für den jeweils anderen sprechen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei allen weiteren Videos. Bis bald, viel Spaß und alles Gute.